Weiter geht's mit Tag 10. Wir sind gestartet in Botos oder Botosch und weil ich die Namen alle nicht richtig aussprechen kann, die jetzt kommen, schreibe ich es jetzt einfach mal dazu. Allerdings hier auch ohne die ganzen merkwürdigen Zeichen über den Buchstaben, die ich auf meiner Tastatur nicht finde. Ja, morgens Campingplatz, feucht, kühl, Morgendunst. So sah es dann auch auf der Strecke aus. Wir haben dann ja, irgendwann stört es dann halt einfach nicht mehr. Es sind halt Pfützen da, ist alles ein bisschen nass, alles ein bisschen rutschig, aber passt schon. Den Weg hatte man bisher schon angesehen, ziemlich hart, dass der nicht ja, ein normaler Weg ist. Und dann haben wir diese komische Ölspur noch gesehen und irgendwann auf der rechten Seite die Halde. Und wie sich dann rausstellen sollte, ist das Ganze hier eine alte Kiesgrube. Links, das war schon vollgelaufen, hier standen Unmengen an Autos rum. Alle Autos und auch die Baumaschinen und auch die Gebäude da hinten. Das war alles verlassen, also es war alles kaputt, zerfallen. Keine Ahnung, ich glaube, das Ding ist irgendwann mal aufgegeben worden und ja, wer ein bisschen Kies gebraucht hat, hat sich was geholt und wer sein Müll loswerden wollte, der ist halt hier sein Müll losgeworden. Der TED geht quasi einmal rechts um die Halde drumherum und dann nicht oben auf dieser Rampe, das wird man ja gleich noch sehen, weiter, sondern man muss dann so links ein bisschen runter. Auch das war auf dem GPS dann im Gelände nicht so einfach zu sehen, weil diese Wege hier zum Beispiel auf dem GPS gar nicht drauf sind. Das heißt, man hat dann eigentlich nur noch so seinen Track und muss sich dann halt mehr oder weniger bewegen und gucken, dass man ja, sein lustiges kleines Motorradsymbol, Punkt, Kreis, Pfeil, was immer man eingestellt hat, dann irgendwie auf den Track gehalten bekommt, um dann hier nicht völlig lost irgendwo im Wald zu landen. Endlich ist es dann soweit und wir treffen auf unser erstes Weidezaun-Tor-Ding. Soll man nicht glauben, aber tatsächlich haben wir nur relativ wenig davon gesehen. Meistens sind die Tiere einfach so rumgelaufen, halten irgendwo einen Schäfer dabei und Hunde, die wir auch noch kennenlernen werden. Ansonsten gab es vielleicht mal irgendwo einen ja, Elektrozaun, aber das mit den Toren war echt die Ausnahme. Kam eher, ich weiß gar nicht, insgesamt, wenn wir 4, 5, 6 Tore auf und zu gemacht haben, dann ist, glaube ich, schon viel.
der Sven noch Spaß mit Pfützen. Ziemlich unschuldig und mit relativ wenig Geschwindigkeit hat er eigentlich gefühlt irgendwie dann jede mitgenommen. Später sollte sich herausstellen, dass die Kombination 1190 und Koffer dafür sorgt, dass das Wasser zwischen Koffern und Sitzbank richtig schön sauber nach oben spritzt und ja, er dann öfter mal quasi auf der nassen Sitzbank gesessen hat, weil er zu schnell unterwegs war. Wassereinbruch in 3, 2, 1, jetzt. Hier hat Sven dann festgestellt, dass das zu schnelle Durchfahrt für Pfützen nicht gut ist und er dann auch innerhalb seiner Motorradkombi nass wird. Was das angeht, war ich eigentlich ganz gut bedient. Ich bin eigentlich nur einmal so schnell durch eine Pfütze gefahren, dass mir das Wasser quasi unten in die Hosenbeine so reingedrückt hat, dass es dann von oben in die Stiefel reingelaufen ist. Und ein anderes Mal, das folgt dann auch noch irgendwo als Video, da war eine Pfütze, die war ziemlich tief und ziemlich rutschig und dann hat mein Motorrad gedacht, es müsste ich mal auf die Seite legen. Und da ich ja grundsätzlich ziemlich viel in meinem Motorrad halte, habe ich mich einfach dazugelegt, sodass mir das Wasser da auch ordentlich in die Kombi reingelaufen ist. So richtig zügig ging es hier nicht vorwärts. Der Untergrund war so ein schlammiger Lehm, Waldboden, irgendwas. Wie man an den Spuren sieht, waren ja auch schon ein paar andere unterwegs, Autos und ab und zu haben wir auch mal Motorradspur gesehen. Was gut war, war die Performance von den Reifen. Hätte ich nicht gedacht. Also der Ranger, den ich drauf habe, der hat hier eigentlich richtig gut funktioniert. Er war auch selten so richtig zugesetzt. Ist meistens sehr schnell wieder frei gewesen. Die Trail Max Raid auf der KTM haben, was hier so, wie soll ich sagen, Grip vorwärts und so angeht, auch eigentlich dafür, dass sie weniger Profiltiefe haben, als die Ranger auch richtig gut performt. Ich glaube, die Seitenführung war nicht ganz so gut, wobei das jetzt natürlich auch schwierig zu sagen ist, weil die KTM auch ein paar Kilo mehr wiegt als meine Maschine. Ansonsten, die waren ein bisschen eher zugesetzt von Schlamm und so, aber ja, ging auch. Also man ist hier auch vorwärts gekommen, wenn auch wesentlich mehr rutschend, als das jetzt mit den Rangern der Fall war. Aber wie gesagt, kann natürlich auch an der Maschine liegen. Einmal vom Gewicht her, zum anderen die ungünstige Gewichtsverteilung mit den Koffern und dann kommt natürlich dazu, dass die KTM auch wesentlich mehr PS hat und ja, Leistung ist nicht immer von Vorteil. Und da ist es schon das nächste Tor, geht schneller als für Bayern München. Der Weg ging so weiter, ziemlich rutschig, ab und zu mal noch tiefere Pfützen als das, was wir bis jetzt hatten und auch durchaus wesentlich mehr Schlamm. Irgendwann ging es dann mal noch eine ganze Weile nach oben, auch wieder auf so ein weniger bewaldetes Gelände, da hat dann auch der Schlamm nachgelassen, das war ganz gut. Nass war es trotzdem noch. Und wir trafen dort 2 Geländewagen. Einer davon aus Österreich mit einem Haufen selbst gebastelten Antennen drauf und einen Typen, der auf Twitch wohl ganz gut unterwegs ist und da seine ganzen Offroad-Tour-Tage 24/7 auf Twitch gestreamt hat. Mit denen haben wir uns ein bisschen unterhalten und auch gerade was hier so Bären und Wölfe und sowas angeht, ob die irgendwas wissen, ob irgendwo was in der Gegend los ist, aber soweit eigentlich auch alles in Ordnung. Und ja, nach einem kurzen Plausch und nachdem sich der Sven dann noch das Twitch- oder Instagram-Profil von dem Typen hat geben lassen, ging es dann auch weiter.
so ging es dann noch einige Kilometer weiter auf dieser Straße, die qualitativ nachher so gut war, also immer noch so ausgesehen hat wie jetzt, aber mit weniger Schlaglöchern, dass wir da richtig Meter machen konnten. Es kamen immer mehr Häuser rechts und links. Irgendwann war natürlich wieder ein Tankstopp fällig. Und dann haben wir noch irgendwo Mittag gegessen. Fritz Cola, nicht vergessen, muss sein. Ja, und jetzt kommen ein paar Bilder. Habe ich einen Ort einfach mal so beim Durchfahren die Kamera mitlaufen lassen. Ja, eher selten passiert, aber ab und zu mal. Rechts und links sieht man manchmal so in den Vorgärten direkt am Zaun diese kleinen Häuschen, die da rumstehen, die so lustig aussehen, oft auch mit einem Kreuzchen oben drauf. Das sind tatsächlich Brunnen, die so eingehaust sind. Rumänien hat mittlerweile eigentlich ganz gut aufgeschlossen, was die Trinkwasserversorgung angeht, Abwasser noch nicht so sehr. Aber das ist auch alles erst seit dem EU-Eintritt großartig passiert. Davor waren, glaube ich, 14% oder so an der Wasserversorgung angeschlossen. Und ja, was hier auch noch ganz schön ist, sind ab und zu mal diese kleinen Häuschen, so richtig noch mit Holz gebaut und Stroh gedeckt und sowas. Sieht man jetzt auch immer seltener mittlerweile in Rumänien, aber gerade so auf dem Land, und hier Maramuresch gilt ja eigentlich als das Armenhaus Rumäniens, zumindest galt es das früher, findet man auch immer noch ein paar. Und ist immer wieder schön zu sehen. Auch schön zu sehen sind die Toreinfahrten oder die Hofeinfahrten vielmehr, Grundstückseinfahrten, was auch immer. Das sind so riesen Holztore drüber, kennt man so ein bisschen auch aus dem, ich glaube, Schwäbischen, Baden-Württembergischen, naja, wie auch immer, im Süden Deutschlands gibt es das auch. So ein Dach im Prinzip mit dem Holztor, dass das nicht zu nass wird, sich nicht verzieht, immer wieder aufgeht. Ja, ist halt letztlich auch eine Kostenfrage, wie lange so ein Ding hält. Und hier in Rumänien, zumindest mal hier in dem Bereich Maramuresch und auch dann nachher im ganzen Karpatenbogen, waren die ganz oft unglaublich reich verziert und haben richtig gut ausgesehen. Hier links zum Beispiel war wieder so ein Ding. Ja, kann man sich auch angucken, wenn man schon mal da ist. Eine von den ziemlich vielen, ziemlich guten Straßen, von denen ich schon sprach. Relativ neu gemacht, schön mit Leitplanke, Schilder, hier, wie heißt das, Regenablauf, Ding. Ja, ging schön durch den Wald, schön kurvig, ab und zu mal eine kleine Serpentine dabei, oder zwei, drei. Ja, also selbst die asphaltierten Strecken auf dem Ter in Rumänien, selbst die sind eigentlich schön.
Also meistens zumindest. Auch da ist es natürlich dann von Vorteil, wenn man nicht unbedingt komplett mit Stollenreifen unterwegs ist. Muss jeder selber wissen. Auf jeden Fall, spätestens wenn man Transfahrer Gajan und Transalpina fährt, ist so ein bisschen mehr Profil als Stolle schon ganz gut. Die Straße wurde nachher so schmal und so kurvig, dass immer mehr Schilder auftauchten und dann auch Spiegel in den Kurven. Es ging, ja, wie man den Schild gerade gesehen hat, eigentlich die ganze Zeit nach oben, teilweise sogar richtig steil. Und rechts ging es runter ins Tal, also beziehungsweise wie so eine Schlucht. Das sah eigentlich richtig super aus. Leider konnte man hier allerdings auch nirgendwo Gelände fahren. Ja, also wenn, ab und zu hat man mal so einen Waldweg gesehen von den Forstarbeiten. Das hätte auch nicht unbedingt Spaß gemacht, da lang zu fahren oder lang zu müssen. Aber insgesamt super schöne Strecke, abgesehen davon, dass es halt so eng war alles. Die Straße hier ging irgendwie gefühlt ewig so weiter. Durch den Wald, ein bisschen hoch, ein bisschen runter, wunderbare Kurven, bisschen schmal alles, aber relativ wenig Verkehr, ab und zu mal ein Auto vor uns gehabt. Ja, kennt man ja aus dem Rest Europas, lassen sich nicht gerne überholen, obwohl sie nicht vorwärts kommen. Egal, auf jeden Fall unglaublich schön und das ist noch nicht mal Transfahrer Gajan oder Transalpina. Das ist einfach nur so eine blöde kleine Landstraße mitten in Rumänien. Einfach traumhaft. Irgendwann kam da die nächste kleine Ortschaft und da gab es wieder so eine lustige Kirche mit ein bisschen Platz davor, haben wir kurz angehalten und mal wieder ein paar Bilder gemacht für die Daheimgebliebenen.
Tag, da ist es das erste Mal auf Video ein Pferdefuhrwerk. Gab es tatsächlich einige, jetzt aber auch nicht so viel, wie man vielleicht denken könnte. Und in größeren Ortschaften und Städten, da steht dann auch direkt am Ortseingang schon ein Schild, dass da Pferdefuhrwerke verboten sind, zumindest auf den Hauptstraßen. Was selbst auf Dörfern eigentlich fast schon Sinn ergeben würde, weil der Verkehr in Rumänien ist schon arg speziell. Also Dörfer, kleine Ortschaften, die Straßen gehen oft einfach geradeaus, also richtige Straßendörfer halt. Und das verleitet doch den einen oder anderen dazu, speziell LKWs und Lieferwagen, es sehr eilig zu haben. Also wir sind teilweise vor LKWs hergefahren, geflüchtet möchte man fast sagen, und hatten irgendwann fast 90 auf dem Tacho, einfach nur um nicht von den Dingen überholt und platt gemacht zu werden, weil auch Überholen so Seitenabstand und Gegenverkehr ist da alles, ja, von zweifelhafter Regulierung, nennen wir es mal so, oder es kontrolliert halt einfach keiner. Und von daher ist es schon, ja, irgendwann guckt man, dass man sich da irgendwie raushält oder mit dem Verkehr mitschwimmt. Alles andere wäre fast schon lebensmüde. Auch das, was man eben gesehen hat, kenne ich aus dem Ostteil von Frankreich, von den Teststrecken. Fährst um die Kurve und der Straßenbelag wechselt. Meistens vom Guten auf den Schlechten. Oder bei dem andersrum Wechsel registriert man es vielleicht nicht so. In Rumänien war das jetzt nicht unbedingt nach Kurven, aber oft ziemlich abrupt und auch ohne Vorwarnung. Keine Ahnung, kein Geld mehr da gewesen, der Etat fürs Jahr aufgebraucht und man wartet dann einfach bis zum nächsten Jahr, wie auch immer. Auf jeden Fall werden diese Straßen in der Regel auch von normalen PKWs befahren. Highlight, ich glaube, das habe ich sogar auf Video, ist ein BMW M6, nagelneu, auf einer Straße, die ungefähr noch 12-mal so schlecht ist wie die hier. Wir hatten 30 Kilometer schon hinter uns, ne 15 und nochmal ungefähr 15 vor uns, also insgesamt 30. Ungefähr in der Mitte haben wir diesen BMW überholt. Und ich habe keine, also es war kurz vor Abend und ich habe keine Ahnung, wann der vorhatte, aus dem Wald draußen zu sein. Wahnsinn. Einfach unglaublich. In Deutschland undenkbar. Und auch hier kam es, wie es kommen musste. Es hat mal wieder geregnet, wie man sieht. Ich habe so einen komischen Zweiteiler-Regenanzug bei Louis gekauft. Ich glaube sogar der günstigste, der da war. Mit den Einteilern kann ich nichts anfangen. Da kann man sich wenigstens noch aussuchen bei dem Zweiteiler, ob man mal nur die Jacke oder nur die Hose anzieht, je nachdem, ob man durch eine 14-Strecke fährt oder ob es halt nur ein bisschen regnet, dann reicht dann dementsprechend die Jacke. Ja, die Motorräder sahen dann des Öfteren mal aus, als ob wir den ganzen Tag Schlammbaden waren, sodass wir dann ab und zu mal bei Tankstellen oder wenn wir abends dann irgendwo eine Unterkunft schon hatten, nochmal fix irgendwo los sind und uns so eine Self-Wash-Station gesucht haben. Ein paar, jetzt hätte ich fast gesagt Euros, ein paar was auch immer umgetauscht haben, dann gibt es da Coins und dann kann man da mit dem Hochdruckreiniger ein bisschen den Schlamm wegmachen, also zumindest, dass der Kühler wieder frei wird. Rund um die Kette, die natürlich dann auch dementsprechend noch gepflegt wird abends und so weiter und so fort. Insgesamt auf dem Belag jetzt hier vor sich ist trotzdem relativ gut, weil das ziemlich fest war und auch schon Schotter mit eingearbeitet war. Vermutlich ist das schon alles vorbereitet dafür, dass es dann demnächst auch asphaltiert wird.
so, die Regenklamotten haben dicht gehalten, die Bikes haben ausgesehen wie Sau, als ob man damit auf dem Acker rumgefahren wären. Dieses Tal ging gefühlt auch einfach nur ewig immer geradeaus. Es ging nicht so richtig hoch, nicht richtig runter. Ja, dann sind wir hier irgendwann wieder in so ein eher dichter besiedeltes, bebautes Gebiet gekommen. Da waren vorher schon mal so ein paar, weiß ich nicht, Forsthäuser, Feriendatscher, was auch immer, keine Ahnung. Ja, aber zu fahren, es ging, es war relativ fester Untergrund, ein bisschen schmierig alles, aber okay. Und wieder ging es eine ganze Weile geradeaus und so langsam aber sicher auch hoch. Man hört es ein bisschen am Motor, also das jetzt nicht eben, wir machen schon ein bisschen Höhenmeter. Ja, der Weg ging einigermaßen, ich glaube im Trocknen unproblematisch. Wenn es nass ist, ist diese Mittelspur, dadurch dass der Kies, das ist so runde Kieselsteine, richtig rutschig ist, bleibt man halt entweder lieber links oder lieber rechts. Ich habe mich irgendwann für links entschieden. Ja, ein bisschen zugewachsen alles, Kamera kriegt ab und zu mal ein bisschen was ab. Aber kein Ding. Wir fahren einfach stumpf weiter geradeaus, bis dann oben so eine kleine Kuppe kommt. Und danach wird der Weg, wen wundert's, einfach nur noch schlechter.
es dann auch hier nachgefühlt eine Ewigkeit in diesem komischen Wald, in dem es, wie das bei Wäldern immer so ist, zweimal regnet, einmal vom Regen, einmal wenn es dann runtertropft, ähm, wurde der Weg einfach immer ruppiger durch ziemlich große Steine, die im Boden drin waren. Und ja, wie gesagt, mittelschwer rutschig. So richtig Spaß gemacht hat es keinen. Wir sind trotzdem eigentlich ganz gut vorwärts gekommen. Aber irgendwann hat man da tatsächlich genug davon. Sieht auch immer irgendwie alles gleich aus. Einfach Wald, dieser Schotterweg. Und ja, ansonsten einfach nichts. Keine Bären, keine Wölfe, nichts. Irgendwann ging es natürlich wieder runter und dann hatten wir auch mal wieder ein bisschen mehr Sicht. Also hier tut sich dann gleich so ein bisschen der Wald auf. Ja, immer noch einfach in den Wolken unterwegs. Unglaublich feucht alles gewesen, also die Luft auch. Regen hatten wir keinen mehr, aber zumindest war die Temperatur relativ gut. Ich weiß noch nicht mal, wie viele Höhenmeter wir hatten dort. Mein GPS, ja, wenn man quasi den Track oder eine Fahrt beendet, müsste man den Track dann aktiv speichern. Das Vorgängergerät hat das einfach automatisch gespeichert. Ist jetzt nicht mehr so. Ich habe es einfach auch nicht gespeichert. Ist auch eigentlich wurscht. Am Prinzip kann man sich die Tracks nehmen von der Trans-Euro Trail Seite und guckt dann einfach nach, wenn dann das so sehr interessiert. Aber Fakt ist, landschaftlich eigentlich nicht schlecht. Die Fernsicht war ein bisschen eingeschränkt, wie man sieht, aber hat auch irgendwie irgendwas. Und so ging es immer weiter runter. Der Weg wurde schlammiger, der Weg wurde rutschiger. Wir bekamen ab und zu mal Gesellschaft, wie hier von diesen komischen, riesengroßen Hirtehunden, die allerdings komplett entspannt waren. Kennt man durchaus auch anders. Ja, hier gab es Eis, nicht für uns. Wir haben hier jetzt mal kurz geguckt, wo wir dann unterkommen, weil man sieht es vielleicht ein bisschen so am Scheinwerfer und so, es war dann schon relativ spät. Und das hier war so ein Skigebiet, irgendwie ein Hotel im Neubau, ein paar Lifte waren da und ein paar Leute, die wandern waren. Und natürlich gab es dann auch die obligatorische Sommerrodelbahn, die es ja mittlerweile auch so ziemlich überall gibt, also hier mit diesen Edelstahlschienen und dann die komischen Wagen drauf. Allerdings, aufgrund des Wetters war die nicht geöffnet, sonst wären wir natürlich da auch gefahren. Naja, natürlich nicht. Und warum nicht? Auch ganz einfach, nicht weil wir zu alt sind, ist man nie, aber Motto dieser Tour war, wir haben doch keine Zeit. Also ging es so schnell wie möglich wieder auf der Straße den Berg runter ins Tal rein und
Ja, ich hätte es eigentlich sehen können auf dem GPS, habe es aber tatsächlich übersehen. Wir sind dann unten ins Bistritzer Tal reingekommen. Das ist eine ziemlich enge, ja, Canyon, Schlucht, wie auch immer. Allerdings war aufgrund der Tatsache, dass es zwar Hochsaison war, aber das Wetter so schlecht und unter der Woche waren diese ganzen kleinen Verkaufsläden, Dinger zu. Werdet ihr gleich sehen. Ansonsten die Schlucht ganz nice. Viele sagen aber während Hochsaison, gerade am Wochenende, am besten überhaupt nicht erst Lenken lang zu fahren, weil das einfach ein Riesenstau ist von Touristen und Einheimischen, die halt ein bisschen raus wollen. Quasi in der Natur sich irgendwas Spezielles angucken und, sehen wir auch gleich noch, da fährt auch der Schwerlastverkehr lang. Ergo Stau. Wie durch ein Wunder, kam aus dem Tal raus, wurde die Straße wieder trocken, es wurde wärmer. Man hatte wieder Fernsicht, diese Wolken waren weg und es kam noch so ein bisschen blauer Himmel, was jetzt nicht so schlecht war, weil es ja wie gesagt schon spät ist. Und wir dann so auch noch ein bisschen besseres Licht hatten zum Fahren. Und das war dann der Tag 10. Wir waren relativ lange unterwegs, sieht man ja auch schon dunkel, als wir dann endlich in der Pension ankommen. Insgesamt, ja, bis aufs Wetter eigentlich relativ gechillt,
Strecke ging ab und zu mal ein bisschen schwere Sachen, ein bisschen schlammig, ein bisschen rutschig, ein bisschen matschig, ein paar Pfützen, aber keine allzu riesengroßen Herausforderungen. Ja, sollte sich die nächsten Tage ändern, also bleibt dran und wartet mal ganz gespannt auf den nächsten Teil. Wir sehen uns. Ciao.